Guten Tag miteinander. Es geht weiter mit der Bierkiste. Jetzt wird gearbeitet und zwar haben wir heute etwas Wichtiges vor. Der finale Zusammenbau plus einen ersten Probelauf vom Motor. Gut Start! Ich habe keine Ahnung, ob das läuft, das sehen wir aber heute. Da sieht man aber ganz deutlich, das sieht anders aus als auch schon. Also es ist alles verschweißt. Das ist quasi das Chassis. Also alles, was ihr jetzt seht, bis auf die Räder natürlich, das ist fix. Die Lenkung bereits vorab mal eingestellt, grob. Aber schlussendlich kann man es erst machen, wenn man fährt und schaut, wie das Ganze funktioniert. Da natürlich der Motor. Hast du überhaupt Heu gesagt? Habe ich Heu gesagt? Ich weiss auch nicht, Heu miteinander. Ich war so beschäftigt mit dieser Maschine da zum Aufladen. Heu zusammen! Schön sind ihr alle da. Da haben wir den Motor, dann weiter natürlich Rädchen, Hinterachse etc. Da sehen wir, das ist natürlich auch bereits mit diesen Keilbahnen und mit diesen Keilen. Die Lenkung möchte ich euch noch zeigen. Das sieht man jetzt wunderschön, dass das ziemlich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt müsst ihr euch mal auf die zwei Ecken konzentrieren da hinten. Wenn ich da nämlich lenke, dann lupft es jetzt der Ecke, ist der ab dem Boden und das gleiche auf die andere Seite. Schön wie der Formel 1, oder? Genau. Ja. Bei den Rennkarten und überall. Also da sieht man, das hat den Sinn, wenn da Druck drauf ist und das Ganze rollt, zwingt es ihn eigentlich wieder zurück in die Nullposition. Das war genau das Ziel. Weiter haben wir natürlich die ganze Elektronik. Also wir haben Zündspulen, die wir verbauen können. Wir haben hier Ausschalter und da haben wir noch einen Schalter für die Batterie. Also um die abhängen komplett, wenn wir sie lange umstehen haben. Was fehlt noch? Der Haras. Der Haras! Oh, zeigen noch nicht, halt! Oh nein, nein. Der andere wird immer gerade alle Bomben platzen haben. Da sehen wir, das ist die Elektronik. Stage 6 haben wir vom Mofakult natürlich. Wichtig, Temperatur und Drehzahl. Was machen wir zuerst? Wir montieren die Hinterachse. Jetzt sehen wir da, haben wir jetzt gleich so eine Art Achshalterung. Also es ist nicht zum Spannen, aber in den Löchern haben wir ganz leicht Luft. Und das ist eigentlich die Luft, die wir brauchen, um die Kette zu spannen. Mehr haben wir nicht. Das haben wir so angepasst, dass es genau stimmt. Und jetzt ziehen wir die einfach mal ganz hinten, nicht mit einer unheimlichen Gewalt, nein, einfach, dass das schön in den Löchern quasi ganz hinten ist. Dann montieren wir das, könnte auch gehen. Das ziehen wir jetzt aber alles schon an natürlich. Unsere oberpornomässigen Rädchen. Das haben wir Draht erodieren lassen, da die Keilbahnen sind eingefräst worden und jetzt kann man das schön montieren. Ja, es ist noch früh. Ich habe das Rädchen das erste Mal in der Hand. Dann kann es schon mal passieren. Was lachst du denn? Hast du Mühe? Ja, ich komme gerade wieder, gell? Rührst du mir schnell Schmützi? Nein, Schmützi. Ein festes Schmützi. Festes Schmützi. Danke. Ja. Schau da, Nadelschräubchen hier tun. Dann können wir das schön anziehen. Jetzt müssen wir das zuerst natürlich den Motor montieren. Ja. Das ganze Zeug mit anziehen, anzeichnen. Und dann tun wir die Keile aber noch verbohren, dass es wirklich Position hebt, oder? Das Antriebsrädchen hast du auch von der Wasserpumpe. Ah, da hinten, schau. Da muss ich auch noch das Grindchen schneiden. Bierkiste verbohren. Oh, jetzt kommt dann bald ins Kistchen. Schau, hey, du musst gar nicht mehr so lange warten. Das machen wir ja noch zuerst. Jetzt müssen wir noch irgendwelche Sachen haben, die anti-hoch sind. Was nehmen wir da? Visitenkärtchen. Was? Visitenkärtchen. Das ist das absolut naheliegendste, finde ich. Ja. Du, die waren teuer, gell? Ja, die kommen auch in etwas Wichtigem zum Einsatz. Weil wir wollen ja eine sanfte Bodenfreiheit. Schau da, 10,3. Ja, ich wusste, dass man die für etwas brauchen kann. Perfekt. So. So, jetzt kannst du dein Lieblingskistchen da mal in Präsentation von der Aussenhülle. Moment! Musst ein bisschen mit Liebe. Die Bierkiste in der Schweiz hat halt einfach 40 cm auf 30 cm. Wir haben ja 40 cm auf 40 cm Breite. Und darum machen wir einfach etwas, wo eine Bierkiste handelt.
Herrlich. Das ist es. Ihr seht, man muss es natürlich noch zusammenschweissen. Ich finde das eine absolut geile Sache. So. Und ihr seht jetzt auch, oder, diese Form hier, soll einfach an einen Bierharass erinnern. Und da die ganzen Ausschnitte, das ist für den ganzen Grümpel, den wir heute noch montieren. Und dann ist das Ziel, dass man das einfach da drüber einstülpen kann. Diese Box hat eben den Zentimeter Bodenfreiheit, also eigentlich nichts. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, da ist der Ausknopf, da haben wir den Batterieschalter. Da, das ist zum Anladen, das ist leider nicht anders gegangen. Und jetzt ist eigentlich der Plan, an diese 4 Stützen an, jeweils mit 2 Schrauben das Ganze befestigen, anschrauben, weil das muss man nicht jederzeit wegnehmen können. Und dann kommt oben drauf, dann kommt oben drauf ein Deckel, wo dann quasi die Sitzfläche ist und wie ein Servicedeckel. Also kann man wegnehmen, um das Wasser wechseln, auffüllen, man kommt der Kerze an etc. Du musst dann dort schön ein bisschen so anzeichnen. Ja, schau, ich meine, es ist einfach satt, jetzt musst du mal geben. Der hure Salzgeber ist einfach der Geilste. Ja, der hat das Ding gebogen. Der sagt, ja, wie genau haben der das Bügel? Habe ich gesagt, auf 1 Cent. Und er sagt, sicher nicht! Das stimmt absolut richtig. Also, der hat jetzt 0 Luft. Schau mal. Jetzt passt. Bombastisch, oder? Ja. Es ist abartig, oder? Ja. Ist gut. Jetzt kommt halt, wenn man immer noch Töpfe fahren. Sagt gerade der Richtige. Brille gefunden wieder. Das habe ich nämlich irgendwann früher mal geklaut. Und da habe ich immer gesucht, ich dachte, wenn ich schon immer einen Schutzbügel anlegen muss, ein bisschen Stil haben, oder? Ich habe jetzt mal 3,5 mm abgehauen. 3,5, ja, das ist gut. Ja. Ja, das stimmt schon, das ist schon. Ja. Nicht so. Vorne da haben wir ein bisschen viel. Das kannst du mal die anbohren, da würde ich sagen. Wieder machen wir jetzt den Motor rein. Da wäre ich froh, wenn du mir noch helfen. Ja, das passt. Ist nicht so, dass es schwer wäre, oder? Aber nein, über 39 Kilo. Da kannst du ein bisschen erzählen, was wir das letzte Mal noch gewogen haben. Ich weiss das, musst du erzählen. Hier. Ein bisschen hindern. das letzte Mal. Ein bisschen hindern. Ja, warte. Das letzte Mal haben wir ihn noch an unsere Waage gehängt. 39 Kilo. 39 Kilo, so wie es letztes Mal war. Also noch ohne alle Rämli-Sachen und Verkleidung und nichts. Und darum haben wir da so ein Anhänger zusammengestiefelt. Und dann da gibt es noch einen Deckel, den man dann runterlassen kann. Und dann hat man gerade eine Rampe, dann kann man das Ding rausrollen. Total geil, oder? Custom. Dann kann man mit dem Töffli eine Sonntagsausfahrt machen, Bierkisten reinfahren. Einmal ausschalten für die Batterie. Das kennen wir vom Auto, von den Oldtimer. Und die lange nicht gebraucht und nachher ist die Batterie leer, das ist halt immer ein Scheissdreck. So, das wäre mal der da. Dann ein Ausknopf, natürlich ganz wichtig, das Ding muss man auch abstellen. So, nur nicht zu fest. He? Dann weiter natürlich Zündspulen. Da haben wir so entschieden, dass wir alles möglichst in eine Ecke nehmen. Weil da gibt es natürlich dann noch diverse Kabel mehr. Da haben wir da schöne Halterchen unten gemacht. Söderli. Da haben wir natürlich den Tank, das ist der Stutzen. Das Benzinhändchen und hier ein Winkel zum Anschrauben. Jetzt haben wir das folgendermaßen gedacht. Wir schrauben dann an einem Ort an. Und dann weiter haben wir hier so Halter gemacht, wo man dann einfach mit einem Gummiband das Ganze anziehen kann. Und dann hebt das einwandfrei den Kühler. Jetzt glaube ich, jetzt montiere ich zuerst den Kühler. Da sehen wir, da habe ich jetzt schon mal bereits ein bisschen Schaumstoff geklebt, aber einfach noch nicht zu viel, weil das muss natürlich alles dann wieder raus vor dem Sandstrahlen. Der hure Kühler, der hat keinen halben Santi, der darf grösser sein, dass wir den noch irgendwie angebracht haben. Und da einfach nochmal das Kompliment an Kühlerreparaturen zur Winterthur. Die haben da echt einen geilen Job gemacht. Und dann unten das Haltewinkel haben sie mir natürlich dann auch noch angelötet, oder? Das ist mit einem speziellen Zinn.
Also eigentlich weich gelötet, nicht hart eben. Zuerst sind wir noch ein bisschen Fan geworden. Ihr merkt es vielleicht von diesen Gummi, die sind vom Sachs 503, von den Luftfilter. Einhängen, spannen, rundherum ziehen. Hält. Zack, da bin ich wieder. Hey, du! Das ist jetzt aber kein schnell gegangen. Schau mal. Schiebt es nicht mehr durch. Hey, das hebt alles, du. Ja schon, hä? Hast du geräupelt? Ja, einfach mal punkten. Ah, punktet. Nur punktet. Das ist jetzt sehr schnell gegangen. Wahnsinn, das Schnauft wieder. Aber du schon, die ist etwa 10 Kilo, gell? Ja. Genau 10 Kilo. Wirklich? 7,4. Ah doch, hä? Ja. Schau jetzt. Auspuff. Das schöne Stück, hä? Auspuff. Der ist mega lässig. Du kannst sogar einfahren, alles. Alles. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Das ist ein bisschen wie Lego spielen, es passt alles. Ja, komischerweise. Komischerweise. Nach dieser kurzen Aufbauzeit. Was ist das? Das ist mein Lieblingshämmerli. Mutter, mein Lieblingshämmerli. Was hast du eigentlich gegen mein Lieblingshämmerli? Was kannst du mit dem machen? Du kannst klöpfeln. Nägel einschlagen. Ja, Nägel. Ja, da brauchen wir viel Nägel. Nein, ist schon gut. Das müsst ihr klären, das steht sonst ewig zwischen euch. Wir vorher können machen die Kette. Aber so schwer ist ja schon fast zu einfach. Was ist? Ja, Kette montieren. Jetzt noch ein halbes Glied. Ein halbes. Hast du ein halbes? Entweder, aber weißt du was? Ich weiss, bist du Fan von halben Gliedern? Weißt du, ich meine? Mach doch keine halbe Sache da! Ich auch nicht so. Oh, du auch nicht, gell? Nee. Wir haben ja hier 14er und 16er Ritzel. Wenn man jetzt von 14 auf 15 gehen will, dann gibt es eben etwas zwischendurch. Wenn man aber von 14 auf 16 geht, dann ist es eben genau immer ein Glied, oder? Das ist eben das Schöne. Ich merke nur gerade, das funktioniert nicht. Wir müssen halb sie tun. Schnitt! Oh, das geht jetzt auch. Nee, so läuft das nicht. Aber weißt, das Problem ist eben, 12er Ritzel hätte ich schon, aber ich will nicht das 12er Ritzel. Weißt du warum? Ja, ich weiss es. Weil dann haben wir die Spatzung von der Spatzung nicht mehr. Das ist im Fall noch lustig. Ich bin so gespannt, wie schnell, also weißt du, die Drehzahl. Jetzt mit dem 16er Ritzel ist bei 12'000 Umdrehen, wie ich es vor am Anfang immer, ich kann ja immer 12'000 erreichen. Wären wir bei 120 km/h. Theoretisch. Theoretisch. Das ist alles im Windkanal ohne Sieg drauf oder so, oder? Oh, jetzt ist es aber perfekt gespannt wieder. Ja, perfekt. Also machen wir uns von Gäserli an, nachher können wir einen Glitschäder lagen. Ja. Hast du jetzt Benzin schon? Nein, man muss ihn noch zweimal eine Viertelstunde einlaufen lassen. Aber einfach starten, dass man mal im Standgas hört, wie er knebelt. Ja genau, jetzt hast du ihn. Knebeln. Das knebelt. Wie er knebelt. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Stromern. Das muss da rein sein. Gut. Jetzt haben wir einmal da und dann einmal ist noch hinten durch. So, haben wir hier den Temperatursensor. Das ist ein verdammter Knusch. Hast du gern, gell? Ja, mega. Ich liebe es. Das ist sicher mal die Batterie da. Und das da ist was? Das müsste eigentlich so sein. Es ist näher. Das ist verdammt näher. Aber du weißt, der wird dann noch isoliert. Oder was hast du da noch? Nichts. Da ist nichts mehr, gell? Nein, da kann man schon noch ein bisschen beugen. Also Ja, wenn auf der jeden jetzt Fall. noch ein bisschen runtergeht, dann ist es gar so. Funken Ja, nicht, das ist schon mal du gut. Verreckt sich. Jetzt kannst du mal die Kerze heben und ich drehen. Ja, genau! Gut funkt. Also so ist es richtig. He? Also die zwei müssen dann irgendwie zu dir über. So, Ja, genau. Oh, du hast die da unten gekontert. selbstverständlich. Ganz verreckt. Guck mal das an. Ganz verreckt. Ganz verreckt. So, einfach mal, um das ein bisschen sichern. Das wird natürlich alles anders nachher. Schnaufst du so? Ja, es ist ein hure Knust. Bei diesen huren Kabel kannst du einfach mal den Hammer draufschlagen. Dann ist alles kaputt. Dann gibt es wieder einen Zusammenschiss von Dr. Ampere, oder? Bist du auch ein bisschen nervös? Ja, schon ein bisschen. Jetzt. Hast du ihn lupfen? Ja. Da mein Sitzpolster. Ja, Oder bequem.
Je nachdem, wer dann halt fährt, oder? Was ist, wenn ich jetzt beim ersten Lauf das Bein brechen? Dreifach. Beide. Beide? Und ich kann nicht mehr. Das wird sicher. Weißt du, wenn du den Fuß brichst, so, dann geht es schon noch. Du musst halt nur noch mit einem bremsen. Aber dann würdest du mich ersetzen. ersetzen. Noch da, oder? Und wenn er auch das Gleiche hat. Ja, dann... Und der Rekord, das ist nur noch eine Fahrt, die man noch machen muss. Ich frage dann mal die Uta, weil die ist ja schon dort in der Wall of Death Stimmt, gefahren. die macht gerne neues Zeug. Sie nickt. Sie hat gekriegt, ja. Also haben wir das erklärt. Sehr gut. Danke, Uta. Müheloser Einsatz sind wir. Jawohl. Ja, schau mal. Was? Kommen wir mit? Ja. Finger, Auspuff. Danke. Oh, Benzin hat. Hochpräzis. Leck, schau mal das an, du. Das ist ganz verrückt. Weißt du, dann können wir den mal den Deckel, also den Sitz fix an den Rahmen anschweissen. So habe ich ihn am falschen Ort angeschweißt. Aber dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier noch eine machen. So. Ja. Das ist bombastisch. Eins, zwei, ja. Das wird nicht leichter, hä? Nein, ja. Aber weißt du, so richtig, das ist ein Scherbel. Ja, übel. Ja, Das krass. geil. Ist wirklich Eine heftig. sehr massive Kiste. Das passt schon. Passt. Das ist mega Krigo. So mal den Deckel drauf. He? Ja. Das ist einfach so eine hure Bombe. Au. Ah. Nein! Flex. Ja, ist gerade neben der Schweissnaht. Ich muss die Brille mal putzen. Ich sehe nichts. Ich muss den Durchblick haben. Hier vorne. Ist gut. So, Finger da. raus. Schauen wir das an. 3 mm. Das ist nachher so schwer wie du, Krickel. Ich das sie runterlassen, kannst du nicht aufsitzen, gell? Wie schwer bist du? Achtung! Wow! Hey! Das ist eben auch eine Option. Ja. Ja, da muss man schauen. Aber es geht. Ja, dann kann man noch höher rauf. Leck mir am Arsch. Aber es ist gut. Hey! Also das ist eine Option, so. Das ist gut da. Er sieht gut aus. Mach das Bild wieder so. Die Frisur habe ich schon nach hinten. Das ist auch gut. Nein, halt, wenn ich weiter vorne bin. Ja, das Gewicht also, weiter vorne ist schon nicht schlecht. Weil wenn du gerade sitzt, hast du das Gewicht rein. Also ich glaube, das ist mir fast sympathischer. Weil so habe ich... Also ich habe einen Schuhlöffel, den bringen wir dich schon da rein. Ein Zeitlöffel. So schaust du da. Also da musst du gerade ein bisschen etwas kommen. Hey. Wenn du deine Kurve willst, wie gerne. Konzentration. Ja, sicher. Oder? Hey, leck mal am Arsch mit 100. Mit 100. Zum Glück haben wir keine Bremsen. Rädchen hinein machen. Genau, nein, Bremsding. Bremsding. Oder so Autopneu. Metallholz, weißt du, das noch ein geil ausgesehen. Autopneu hinten. Gell? Das ist massiv, gutes Gefühl, oder? Ja, das ist wirklich ein massiver Klotz. Ein Stahlklotz. Ja, das ist gut, rauf. Ui! Runter. Wo ist jetzt dort rausgeflogen? Ah, die Wagen hat's verjagt! Scheisse! Ja, warte mal. Nein, schau es gerade.
Nein, du die... Oh, ist die doch nicht für so viel Gewicht geeignet? Ich glaube, der hat es verboten. Es ist genug schwer für den Fleischerhaken. Kannst du den schnell ein bisschen enger zusammenbeugen, dann sollte es lange. 53,8 Kilo. Oh, shit, ey. Und ist nicht volltankt und... 53,8 Kilo, also 54 Am Kilo. Arsch, ey, krass. Hey, das ist schwerer als ein Töffli. Ja, Gut, das aber ist- bevor es den Zapfen wieder verjagt da. Ja, nein, was ist das, du? Ja, die da, schau. Die huren Fleischerhöcke. Die machen den Pfau die ganze Zeit. Smooth. Bist du bereit? Ich bin ready, schau jetzt. Benzinschläuchli. Das haben wir jetzt gut gemacht, das muss man da vorne noch hängen. Für das ist ja da... Ah nein, genau. Das ist gerade oben dran, gell? Ja, da sieht man es von oben. Gut, mit einer langen Zange geht es vielleicht. Lange Zange. Höchstens so, oder? Ja, die unten hat so 2 Schrauben natürlich. Aha! Also, danke nochmal raus. Ja, warte mal schnell. Jetzt müssen wir da etwa noch die Länge haben. Du, ich probiere jetzt mal drauf zu muckeln. Ja. Oh, es kommt relativ gut. Kannst du mal Zeug nur. Gut! Jetzt muss der etwa dort haben. Aufpassen. Zum Glück hat es so viele Servicelöcher. Wunderbar. Und jetzt müssen wir nur schauen, wie das offen ist. He? Du musst mal reingütterlen. Reingüterle. Oh, der Moment kommt näher. Oh. Aber wir müssen aufpassen. Halt, jetzt müssen wir sie glaube ich, auf ein Böckchen stellen, wenn die abgeht. Ja, stimmt. Komm, Holz. Wenn das Ding abgeht, dann ist das nicht lustig. Batterie. Batterie müssen wir noch anhängen. Ja, da muss man glaube ich noch etwa ein Servicetürchen machen. Bist du auch so von dem? Ja, das ist die Isolation. Das ist jetzt so. Ich werde nervös. Bist du auch so? Müssen wir noch ein bisschen optimieren. Gut, Start! Willst du da vorne anstehen, dass wenn sie abgeht, kannst du sie Ja, fangen? ich helfe dir dann. Wow, Kriegel, ey. Das erste Mal. Wenn schläft sie. Wow, hörst du das Volumen schon? Ui, 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 ui. Ich hoffe, der Standgas ist nicht zu hoch. Hast du Öliert da? Hast du gehört? Ja, ich habe es gehört. Hast du so Öliert da? Ja, selbstverständlich. Ja, okay, gut. Weißt du, wegen dem Standgas und so, da habe ich keine Ahnung. Ich kann jetzt einfach alle Ja, das Einstellungen. haben wir schnell weg. Anwendung steht sie gerade ab. Ja. Aber du, es läuft, es läuft. Wir können Balkon fahren. Und tönt schön. Ich habe gemeint, sie läuten, aber 66 Grad oben. stimmt, ist schon, oh 66, ist schon zu viel für die. Jetzt haben wir einen Plan. Also, sie läuft, die Elektronik stimmt so, wie sie ist. Das ist schon mal sehr geil. Das heisst, das Post-it-Zettel für den Cyril. Ein schönes Kabelbäumchen machen, das man sauber kann, irgendwo anbinden kann. Und wir machen uns jetzt an die Wasserkühlung, nämlich an die Schläuche. Und wenn man hier hinschaut, es ist einfach ein kleiner Scheiß. Gerade der da hinten, der Ecke, bald wird gefahren mit dem Stuhl. Und dann tun wir natürlich ein bisschen abstimmen und ein bisschen... Das können wir natürlich dann, sicher. Dann fahren wir mal 50 und dann Drehzahl, dann können wir schon mal schauen, oder? So und so viel Drehzahl bei 50 km/h. Und dann kann man es ausrechnen, ob es lange. Und natürlich ein Vollgas-Check. Also wir müssen natürlich wissen, was bringt sie maximal an Drehzahl. Also, wenn sich einer interessiert zum Sponsoren, dann haben wir noch eine schöne Fläche da hinten. Jetzt könntest du mal noch dein Leder-Bischi anlegen, Ja, ja. oder? Hast du fast aufgelaufen? Ja. Ja, ja, gute Maschine. Willst jetzt du da herkommen? Wo ist jetzt das Ding? Mega nett.
Oh! Mach mal so! Ja, die sind eben erst beklemmt, die sind ja für diese Position Ja, gemacht. stimmt, ja. Oder? Oh! Angenehm! Brüllen. Gut. Du bist auch Helm, du bist ja im Ja, Team. gut, stimmt, ich muss ja helfen. Du musst auch Schutzausrüstung haben. Ja, Feuerlöscher. Warte, ich muss ernst sein. Ernst? Ja, das ist kein Spaß. Ja, ich kann nicht ernst bleiben. Er ist sehr konzentriert. Also in dem Fall, bis in 2 Wochen.